Lieber Vater im Himmel, we thank you that you have given us another morning, wir danken, dass du uns einen weiteren Morgen gegeben hast, another day to make steps towards Christ. einen weiteren Tag Schritte zu Jesus zu machen. We ask that you would guide our feet, Wir bitten dich, dass du unsere Füße leitest, that we would not slip off from the path, dass sie nicht vom Weg abrutschen that you would strengthen those who are weak and discouraged, und dass du bitte die stärkst, die schwach im Geist sind. and that as we in our study your word, we might be strengthened. Und dass, wenn wir jetzt dein Wort studieren, dass wir dadurch gestärkt werden. We ask that you would teach us and help us to apply principles Und wir bitten dich, dass du uns lehrst und dass wir die Prinzipien richtig anwenden and all the rules to understand your truth. und die ganzen Regeln, damit wir deine Wahrheit verstehen können. We ask for blessing. Thank you, Jesus' name. Und wir bitten um deinen Segen in Jesu Namen. Amen. Amen. Now, I put the notes in the live stream group. It's pretty much the same as the other day, but I've added a quote to it. So, Die Notizen in die Livestream-Gruppe getan und es sind eigentlich relativ dieselben, bis auf ein Zitat, das habe ich noch hinzugefügt. okay, I think the problem that we are having is really determining which fractal we're on, what is taking place there. Ich glaube, das Problem, was wir momentan haben, ist wirklich zu erkennen, in welchem Fraktal wir uns gerade befinden und was dann jeweils dort passiert. Okay, so we have 3 groups at the end of the world, right? Und wir haben 3 Gruppen hier am Ende der Welt. Got the movement, Wir haben die Bewegung, then you have the church, dann die Gemeinde and then you have the world. Right? und dann haben wir noch die Welt. So we're right here, right? Wir befinden uns ja momentan hier. So if you were to take this reform line here to here, right? Und wir würden ja diese Reformlinie ja von hier bis hier haben. You have a illustration of the 7 thunders, Das ist dann eine Darstellung der 7 Donner. okay? And this is where the messenger is being raised up for the church, right? Und das ist ja hier, wo der Botschafter aufgerichtet wird für die Gemeinde. Okay, and the perfect fulfillment is when the church raises up a group of body of people for the world, and this would be this last reform line. Right? Und das ist ja dann die perfekte Erfüllung hier, wenn dann hier eine Gruppe aufgerichtet wird als Botschafter für die Welt. Okay, so just go to the notes, Gehen wir zu unseren Notizen und die kommen jetzt auch gleich ins Deutsche. and what I want to do is I just want to place these things in the right setting and discuss what level they can be at. Was ich jetzt tun möchte, ist, ich möchte die verschiedenen Geschichten jetzt auf die richtige Ebene platzieren und dann mit euch diskutieren, ja, wo man das jetzt hin platziert. Okay, so the first quote there from 1 Thessalonians 2:68. Das erste Zitat aus 1. Testimonies 268. Right, this quote, you've got 2 times the trouble, right? Also in dem Zitat ist ja über die 2 Weltkriege, da haben wir diese 2 Zeiten der Trübsal. But what determines in this quote where this goes? Aber in diesem Zitat, was bestimmt letztendlich, wohin das zu platzieren ist? Pestilence. Sorry? Pestilence. No, you're not getting what I'm saying. Sagt hier die Pestilenz. Ja, aber No, anscheinend nicht wirklich verstanden worden, was ich fragen There's wollte. one line in the second paragraph, right? It says, and then men's hearts fail them for fear. Hier gibt es den letzten Satz, den 2. Absatz, da steht, da versagten die Herzen der Menschen vor Furcht. Okay, and that's taken from Luke 21, right? Das ist ein Zitat aus Lukas 21. It's the shaking of the heavens and the earth, right? Und das spricht dann über die Erschütterung des Himmels und der Erde. So, now, and to understand this, right, when we go to, let's just take the last reform line.
Und wir betrachten jetzt erstmal nur die letzte Reformlinie. And we know that this is the perfect fulfillment of the last reform line because of the two Pharaohs, right? Wir wissen, dass das hier die perfekte Erfüllung ist, diese letzte Reformlinie, wegen diesen zwei Pharaonen. Right. Why does that determine us? Und warum ist das so? Right, because it's prefiguring two Sunday law crises, Weil right? die beiden Pharaonen zwei Sonntagsgesetzkrisen vorausschatten. Because if you just take this perfect fulfillment, right, this is the time of the end, right? Wenn wir diese letzte Reformlinie, die perfekte Erfüllung anschauen, ist das jetzt hier die Zeit des Endes. And you have a death decree here brought against Moses and Christ, right? Da haben wir ein Todesdekret, was gegen Mose und gegen Christus gebracht wird. Okay, and right here, when you get to this one, Sister White tells us very clearly that this Pharaoh right here is illustrating the Sunday law crisis. Und wenn wir hier zu diesem Pharao kommen, dann sagt Ellen White ganz klar, dass diese Geschichte hier die Sonntagsgesetzkrise darstellt. But not only that, what else does she liken it to? Aber nicht nur das, sondern womit verknüpft sie das noch? The Civil War in First Testimonies, Ja, right? mit dem US-Bürgerkrieg, und das ist dann aus dem ersten Testimonies entnommen, Between whom? also ersten Band der Zeugnisse. The North and the Und South. dieser Bürgerkrieg war ja zwischen Nord und Süd. So what is it marking? Was markiert das dann für uns? Daniel 11:40, the time of the end, right? Daniel 11, Vers 40, die Zeit des Endes. Right? So now we know that the time of the end is the Sunday law crisis, right? Und wir wissen, die Zeit des Endes ist ja auch die Sonntagsgesetzkrise. So in one sense you can take the whole illustration of Moses down to the Passover, In einer Darstellung können wir also die gesamte Reformlinie nehmen von Mose hinab bis zum Passa. and you can show by this that it's dealing with two groups of people, right? Und anhand dessen kann man dann zeigen, dass es sich um zwei Gruppen von Leuten handeln wird. Okay, but on another sense, when you know that this is Daniel 11:40 and this is Daniel 11:40, you have two illustrations of the Sunday law crisis from Daniel 40 to 45, right? Aber wenn wir dann auch uns Daniel 11, Vers 40 anschauen, hat man es einmal hier erfüllt und einmal hier. Und dann sieht man, dass es zweimal sozusagen diese Sonntagsgesetzkrise gibt von Daniel 11, Vers 40 bis 45, einmal hier und dann einmal hier. Okay, so the point that I'm trying to ascertain here is which level do you apply certain things and which level do you not apply certain things. Deswegen der Punkt, den ich herausfinden möchte mit euch ist, auf welcher Ebene wenden wir bestimmte Bibelverse an und auf welcher Ebene eben nicht. Because in between these different periods, right, you have a little time of peace, right? Denn zwischen diesen verschiedenen Perioden hier haben wir immer eine kleine Zeit des Friedens. Right? And we know that this point right here is where there's a warning being given pointing forward to the next point, right? Wir wissen, dass jeweils hier oder hier wird eine Warnung gegeben, die vorausschattet oder voraussagt über die nächste Zeit der Trübsal. And it also parallels these points, right? Und das ist dann aber auch eine Parallele hier jeweils zu diesen Punkten hier. And if I was to put in here the ninth hour, it would also parallel these points, right? Und wenn ich noch hier dieses kleinere Fraktal reintun würde mit der 9. Stunde, dann würde das auch eine Parallele sein zu diesen Punkten. Okay, but we have to determine, just because we can line all those points up and they show the same principles, it doesn't mean the same events happening there, right? Aber wir müssen jetzt darauf achten, nur weil letztendlich dieselben Prinzipien da sind, heißt das nicht unbedingt, dass dieselben Ereignisse auch an diesen Wegmarken dann stattfinden werden. For instance, right? Ein Beispiel wäre, The Sunday law crisis is determined in Matthew 24, Luke 21, and Mark 13, right? wenn wir uns die Sonntagsgesetzkrise anschauen, die wird ja bestimmt durch Matthäus 24, Markus 13 oder Lukas 21.
And that's what we're reading here in First Testimonies. Das Right? ist ja, was wir hier aus dem ersten Band der Zeugnisse zum Beispiel lesen können. So, in First Testimonies, she talks about these 2 times of trouble. Right? Und im ersten Band der Zeugnisse spricht sie über diese 2 Zeiten der Trübsal. And she says the second one is marking when men's hearts fail them for fear. It's marking this when the death decree comes, right? Die zweite markiert dann diese Zeit, wo das Menschenherz vergeht vor Furcht. Das ist diese zweite Trübsal. No, and Sister White takes CET 111, she says the time of the shaking of the earth, followed by the shaking of the heavens and the earth, right? CET 111 sagt sie ja, es gibt zuerst die Erschütterung der Erde, gefolgt dann von der Erschütterung des Himmels und der Erde. And we know that all takes place under the Sunday law, Und right? wir wissen, das findet alles unter dem Sonntagsgesetz statt. Right? So, which level do we place that? Auf welcher Ebene markieren wir das dann? We're not thinking, right? It's here, right? No, not both. Why are you saying both? Es wäre dann letztendlich hier diese beiden Zeiten der Trübsal. Prophecy and principle. Wir müssen dran denken an dieses Prinzip Weissagung und Prinzip. This is the problem. I'm sticking to prophecy. Where are we placing these things based upon what God's word says? Also wo würde ich das hinsetzen, basierend auf dem, was Gottes Wort sagt? Say that again? Both binding offs. Well, there's 3 binding offs there. Yeah, that's why I said both. Okay, you're talking about the 2 Sunday laws, Yes. right? Also in So, beiden Sonntagsgesetzen. so what I'm saying is, in 1 Testimonies 2:68, it was when it talks about this. I was shown the inhabitants of the earth, and it was confusion, right? And then it jumps down. Once more, the inhabitants of the earth were presented before me. It's these 2 times of trouble here, right? Also das, was wir im ersten Band der Zeugnisse lesen können, sind also diese beiden Zeiten der Trübsal hier. Right? Now, what would prevent us, or what would be problematic about doing it on the bigger fractals? Also was wäre das Problem, wenn wir das Zitat hier auf diesem größeren Fraktal, also diese beiden Zeiten der Trübsal, anwenden würden? Well, that would be to apply Luke 29 and the Sunday law. Say that again, sir. You mean when you apply the 2 times trouble in the big one, then No, you no, have... I'm not. This is definitely a time of trouble, and so is this a time of trouble. But that's not what I'm Yes, asking. but the second one is talking about the hearts fading from fear. It's not the second one, the heavens and the earth, and if you apply it to the Sunday law, it will be... Okay, so the first time of trouble is the shaking of the earth. Yes. The second time of trouble is the shaking of the heavens and the earth, right? Die erste Erschütterung ist ja die Erschütterung der Erde und die zweite Erschütterung ist die Erschütterung des Himmels und der Erde. So why would this Sunday law be different to this Sunday law? Deswegen, warum würde dieses zweite Sonntagsgesetz unterschiedlich sein von dem ersten Sonntagsgesetz? God's deal with man is ever the same, right? Gottes Handeln mit den Menschen ist ja stets dasselbe. That would be saying that this is not a death decree, but this is a death decree. Ich würde ja sagen, dass das hier kein Todesdekret ist und das aber wäre ein Todesdekret. This is the point that I'm making. We have to take the things in the Bible and place them in their right place, right? Deswegen müssen wir die Dinge aus der Bibel nehmen und sie an den richtigen Platz platzieren. For instance, go to Luke 21. Ein Beispiel, gehen wir zu Lukas 21. And this is what we should be doing, carefully considering what level these things go at, right? Wir sollten genau betrachten, sorgsam betrachten, auf welche Ebene wir diese Dinge platzieren müssen. In fact, not Luke 21, sorry, go to Matthew 24, excuse me. Gehen wir doch lieber zu Matthäus 24. Verse 15. Vers 15. It says, When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place
whoso readeth, let him understand. So we understand that this is marking the beginning of the 1260, right? Wir können verstehen, dass das hier den Anfang der 1260 markiert. Okay, but it says, and it tells us in verse 21, for then shall be great tribulation. Right? And the great tribulation, Sister White says, is the 1260, right? Ellen White sagt, die große Trübsal ist die 1260 in Vers 21. Okay, but when you come down to verse 23, Aber wenn wir jetzt runtergehen zu Vers 23, it's marking the point where the days are shortened, right? markiert jetzt, oder Vers 22 und 23 ist markiert, wo die Tage abgekürzt sind. Then, if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not, for there shall arise false Christs and false prophets, and show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Right? Bis Vers 24. So, it's a different test here than what happens at the beginning, right? Also es ist ein anderer Test, der hier in diesen Versen markiert ist, als der Test, der am Anfang anfängt. This test here in verses 23 and 24, what is it marking? Also der Test, der hier in Vers 23 und 24 markiert ist, was stellt er dar? No, I'm not asking what it says, I'm asking what is it marking? Also What was, is taking place there? was findet dort statt? Also was markiert das? We spent a lot of time putting these things in place. Also wir haben viel Zeit verbracht, das an den Platz zu setzen. Right, it's where Antichrist reveals himself, right? Das ist da, wo der Antichrist sich offenbaren wird. Okay, so we know that it's right here at your final test, right? Wir verstehen, das ist ja dann hier an deinem finalen Test am Mitternachtsruh. So we know that the church has to be tested first. Und wir verstehen ja, die Gemeinde muss als erstes geprüft werden. Okay, it says in 15 MR 15, it talks about the image of the beast test is the test that the people of God must have before they are sealed, right? Und 15 MR, Seite 15 sagt es ja, dass der Bild des Tieres Test der Test ist, den Gottes Volk haben muss, bevor es versiegelt ist. So in order to be sealed, you have to go through both portions of this test, right? Und damit du versiegelt werden kannst, musst du durch beide Phasen dieses Testes hindurchgegangen sein. Right? So when you get to the end here, right? Just taking it as a group, right? What's completed right here? Also wenn du hier zum Ende kommst, diese Gruppe hier, was findet also dann hier statt? Yes, the sealing is completed, right? Die Versiegelung ist für diese Gruppe dann vervollständigt. And this is the 2 temple cleansings, right? Das hier sind die 2 Tempelreinigungen. So the first temple cleansing is marked by the message Babylon is fallen, right? Und die erste Tempelreinigung wird ja durch die Botschaft dargestellt, Babylon ist gefallen. But the second one, right here, what does it now say? Aber die zweite, was sagt sie? Come out of her, my people, right? Komm aus ihr heraus, mein Volk. So who's giving that message? Und wer gibt diese Botschaft? Those who came out. Those that are sealed, right? Diejenigen, die versiegelt worden sind. So in this, if you take the big fractal, right, it's August 11th, 1840, it's 9/11, it would also be Baptism. the baptism, right? Also wenn wir uns das große Fraktal anschauen, dann wäre ja diese Wegmarke hier der 11. August 1840, der 11. September oder auch die Taufe. Right? Richtig? It's marking where Christ, he's now filled with the Holy Spirit and he goes forward. He's making a preparation here and then he begins his work cleansing this temple, right? Das markiert jetzt, wie Christus hier mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, dann hier diese Vorbereitungszeit hat und dann hier den ersten Tempel reinigt und vorwärts geht, Right? seinen öffentlichen Dienst beginnt. Okay, so when you're bringing these things line upon line, it becomes problematic because you lose sight of the big picture, let's say, right? Und wenn wir halt diese Dinge immer
Linie auf Linie untereinander setzen, diese ganzen Fraktale, dann ist es schnell, dass wir das große Ganze aus den Augen verlieren und Okay. sozusagen verstehen, wo das dann eigentlich ist. One thing we know is that when you look at all these, there is a glory marked here, right? Eine Sache, die wir verstehen, ist ja, dass hier Mitternacht eine Herrlichkeit markiert ist, richtig? From what? Von welcher Geschichte? Ezekiel chapter 1, right? Ezekiel Kapitel 1. 5th day of the 4th month. Am 5. Tag des 4. Monats. Okay, but we know that according to August 11th, 1840, there's a glory marked here, right? Aber wir wissen, basierend auf dem 11. August 1840, ist eine Herrlichkeit dann auch hier markiert. So, but you can take this and you can line it up with this if you bring it line upon line, right? Aber man könnte ja jetzt das hier nehmen und Linie auf Linie hier mit dieser Wegmarke gleichsetzen. But I want us to see that just because the lines line up and there's a glory mark there doesn't mean that the work from here to here is the same as the work from here to here. Aber nur weil man das jetzt sozusagen hier parallel setzen kann und sehen kann, hier ist eine Herrlichkeit markiert und hier ist eine Herrlichkeit dann markiert, heißt das trotzdem nicht unbedingt, dass dasselbe Werk hier zu tun ist, wie es hier zu tun ist. Here they're sealed, here they're not, right? Hier sind sie nämlich bereits versiegelt, hier aber noch nicht. Here it's a warning to a different group of people. Here it's an internal warning, right? Hier ist es eine Warnung an eine andere Gruppe von Leuten. Hier ist es aber noch immer eine Warnung, die intern ist. Okay, so when we're constantly bringing these down line upon line, we're getting the groups mixed up, right? And it becomes confusing, right? Deswegen, wenn wir die Sachen immer Linie auf Linie runterbringen und übereinander lagern, dann kann es schnell sein, dass wir mit den Gruppen durcheinander kommen und das würde dann Verwirrung bedeuten. Okay, so the point that I want to make is that you have this, you have the shaking of the earth Der Punkt, den ich machen möchte, ist, wir haben einmal hier die Erschütterung der Erde and the heavens and earth, right? und die Erschütterung des Himmels und der Erde. And once a group of people has gone through that test, they stand here, they're now sealed, filled with the Holy Spirit to take it to the next group, right? Sobald diese Gruppe hier durch diesen Test gegangen ist, durch die beiden Phasen, sind sie jetzt hier versiegelt und sie geben die Botschaft jetzt an eine weitere Gruppe von Leuten. Now, if we take this as the last reform line, right? Just for example, Und wenn wir jetzt das hier als die letzte Reformlinie betrachten würden, als Beispiel jetzt, right? No time of trouble. dann wäre hier keine Zeit der Trübsal. It's a type, right? Es ist nur ein Typos. Okay, so you've got the coronavirus, you've got lots of wars and rumors of wars going on around the world, showing you that these things have been typified, right? Also wir haben zum Beispiel das Coronavirus, was hier um die Welt geht und so weiter. Das sind alle diese Dinge, die das einfach diese Zeit der Trübsal vorausschauen. Okay, but there's no Sunday law. Aber es gibt da kein Sonntagsgesetz. Okay, there's no image of the beast test, there's no seal of God being placed on your forehead. Also es gibt jetzt hier noch kein Bild des Tieres-Test und deswegen wird hier auch noch kein Siegel Gottes an deine Stirn gesetzt werden. But the tests are still real. Aber dennoch sind die Prüfungen immer noch Realität, also sind wahre Tests. Because this is a repeat of Millerite history. Denn das hier ist eine Wiederholung der Miller-Geschichte. Okay, I'll come to my point on this in a moment. Wir werden jetzt gleich zu unserem Punkt kommen in einem Moment. Okay, now jump down in the notes Gehen wir zu unseren Notizen. to beginning of page 2. Am Anfang von Seite 2. Okay, lots of things to put in place. Right, let's look at this quote here, right? And it's talking about the time where the Pope rules for these 1260. Und schauen wir uns das Zitat hier an und das ist, wo der Papst für 1260 regiert. It says, "Power was given unto him to continue 42 months, and says the prophet, I saw one of his heads as it were wounded to death. And again, he that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword." Right? So,
here you have this 42 months marked it, right? Also hier haben wir diese 42 Monate markiert, richtig? So this is dealing with the Sunday law crisis, right? Das handelt ja hier von der Sonntagsgesetzkrise. Right? You can't apply it in here. Und das könnte man jetzt nicht hier anwenden, denn hier gibt es keine Sonntagsgesetzkrise. Okay. So it says the 42 months are the same as the times of the dividing of time, 3 years and a half or 1260 days of Daniel 7. The time during which the papal power was to oppress God's people. So I mean, just a question, I mean, you could place the principle here, right? okay, I've already ascertained that. We're dealing with prophecy, not principle. Right? Also nur damit man das nochmal klarstellt, man könnte das Prinzip hier anwenden, aber die Weissagung an sich könnte man hier nicht hinsetzen. Okay. So, I don't know how you can place. There's no Sunday law, so you can't. There's no principles of a Sunday law there, if you know what I mean. It's just there's waymarks that are testing us, right? That are. No, but we apply all these stories, like for instance Revelation 11, the two witnesses. I mean, you cannot place the prophecy there, but the principle. So Yes, but you can't place this. What I'm saying, you can't even put the principle of the Sunday law there, because there's no Sunday law. But the principles of Revelation 11, they are taking place there, right? And we will see that. Right? but I mean, you have the 1260, right? That's the point. Okay, it's just. I'm going to get that. The 1260 is marking a Sunday law, right? So it says the time during which the papal power was to oppress God's people. This period, as stated in preceding chapters, began with the supremacy of the papacy, AD 538, and terminated in 1798. At that time, the Pope was made captive by the French army. The papal power received its deadly wound, and the prediction was fulfilled. He that leadeth into captivity shall go into captivity. Right, so this prophecy was prefigured in history from 538 to 1798. Right? Also diese Weissagung wurde in der Geschichte vorausgesagt von 538 bis 1798. And in Revelation 13, which point are we waiting for? Und in Offenbarung 13, auf welchen Punkt warten wir? In Revelation 13, which point are we waiting for? Offenbarung 13, auf welchen Punkt warten wir hier? Market 13. In relation, okay, well, they're all right answers, but not in relation to what I'm talking about. In relation to this prophecy right here, which point are we waiting for? Also in Bezug auf das, was hier in diesem Absatz beschrieben wird, auf welchen Punkt warten wir? And the deadly wound was healed, Dass right? die Todeswunde geheilt wird. Right, because the type has to be fulfilled before you can have the antitype being repeated, Der right? Typus muss ja erst erfüllt werden, damit sich der Antitypus wiederholen kann. So the one part in Revelation 13 in regards to the 1260 that's not been fulfilled was and the deadly wound was healed. Also der eine Teil in Bezug hier auf die 1260, was sich noch nicht erfüllt hat, ist, dass die Todeswunde geheilt ist. And that's marking this point right here. Das markiert den Punkt hier im Sonntagsgesetz. So when the deadly wound's healed, it now repeats that history. It rises out of the sea, right? Also wenn die Todeswunde geheilt wird, dann markiert das hier diesen Punkt, wo jetzt das Tier aus dem Meer kommt. So we know that the antitype begins right here, right? Deswegen wir verstehen, dass der Antitypus dann hier anfängt. So type must meet antitype, Der right? Typus muss den Antitypus auch treffen. Okay? So then this 1260 that Matthew 24 marks in place is going to repeat. Deswegen diese 1260, die Matthäus 24 an den Platz setzt, die würde sich ja dann hier wiederholen. Till which point? Bis zu welchem Punkt? Till the deadly wound, right? Bis hier zur Todeswunde an der finalen Untersuchung. Okay, now let's read so when we take this first paragraph, right? The perfect fulfillment of that first paragraph would be from here to here, right? Deswegen, wenn wir den ersten Absatz nehmen, dann würde die vollkommene Erfüllung von hier bis hier stattfinden. That history is just prefiguring this
at the end of the world, right? Also diese antike Geschichte schattet einfach nur hier diese Sonntagsgesetzkrise am Ende der Welt voraus. Okay, now it says, at this point, which point? Steht hier dann zu diesem Punkt, zu welchem Punkt? Where the deadly wound comes in, Wo right? die Todeswunde stattfinden wird. Another symbol is introduced, says the prophet. I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a what? Lamb. Both the appearance of this beast and the manner of its rise indicate that the nation which it represents is unlike those presented under the preceding symbols. The great kingdoms that have ruled the world were presented to the prophet Daniel as beasts of prey rising when the four winds of heaven strove upon the great sea. So, what does it stick in place right there? Was setzt das hier in den Platz? Wir haben bis zur Mitte des Absatzes gelesen. What did we just read? Was haben wir gerade gelesen? The prophet Daniel as beasts of prey rising when the four winds of the heavens drove upon the great sea, right? Der So. Prophet Daniel hat diese Tiere aufsteigen sehen, als dieser Wind auf das Meer geweht hat. We know that Daniel 7 is a parallel to the 1260, Wir right? wissen, dass Daniel 7 eine Parallele ist zu der 1260. So it takes these four beasts, right? Und es nimmt hier diese 4 Tiere. Okay, let's just go. I'll just shorten them, right? Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Also wir haben Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Okay, so you've got the first three in this time period, and the last one mark in this time period, which is also the 1260, right? Die ersten 3 waren in dieser Zeit und dann das letzte ist hier diese Zeit, ist auch eine 1260. Right? Richtig? And it's the first four seals, Und es sind auch die ersten 4 Siegel. right? Richtig? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, it says, let's read on, it says, winds are a symbol of strife. The four winds of heaven, striving upon the great sea, represent the terrible scenes of conquest and revolution by which kingdoms have attained to power. Right, so I want to make a point. I go to Revelation 6. Okay, also wir haben den zweiten Absatz zu Ende gelesen, gehen wir jetzt zur Offenbarung 6. What's the difference between the first four seals and the last three? Was ist der Unterschied zwischen den ersten 4 Siegeln und den letzten 3? Beasts and horses. Okay, yes, there's horses, that's correct. But there's beasts marking these first four seals, right? Also die ersten 4 Siegel sind durch Tiere markiert, also diese Tiere oder lebendigen Wesen sind damit verknüpft. Because it says in every one of these, every one of these, the beasts, the four beasts say, "Come and see," right? Denn in jedem dieser Siegel, der ersten 4 Siegel, sagt immer ein Tier, komm und siehe. So, come and see, right? Also, komme und siehe. Who are these four beasts? Wer sind diese 4 Tiere? Moses and Elijah. Why is there such a pause? What are these? What are they? Cherub. The four cherubim, Das sind die right? 4 Cherubim. And what do they represent? Und was stellen sie dar? Okay, that might be true, but in this, what do they represent? Also in dieser Darstellung hier, was stellen sie dar? Okay, so what are the four cherubim? The four winds, right? Das sind die 4 Winde, also die 4 Cherubim halten ja die 4 Winde. We just read here that this 1260, what's it represented? What did it say? A time of strife.
Ich habe gerade gelesen, dass diese 4 Winde oder diese 1260 eine Zeit des Streites ist. where the 4 winds are striving, right? Wo die 4 Winde streiten oder wehen. And the 4 cherubims are the ones that are holding and loosing the 4 winds, Und right? die 4 Cherubim sind ja diejenigen, die die Winde halten oder lösen. So when you've got these first 4 seals and these first 4 beasts, it's marking that they are the ones that's marking these 4 winds from here to here, right? Also diese 4 Siegel sind diese 4 Winde, markieren hier also diese Zeit von hier bis hier. But when you come to the 5th seal, what do we have? Aber wenn wir zum 5. Siegel kommen, was haben wir dann? Wait. Little time of peace. We have peace, right? Wir haben eine kleine Zeit des Friedens. Right? And the white robes are given to them, right? Und weiße Gewänder werden ihnen gegeben. Which would parallel the fact that you now have a people that are sealed, right? Und das würde dann beschreiben, wie eine Gruppe jetzt versiegelt worden ist. Right? So they're sealed, and therefore they have on the white robes given to them in the book of Zechariah. Sind versiegelt und sie haben dann diese weißen Gewänder an, wie im Buch Sacharja beschrieben. Right? And it's this time of peace, right? Und dann That they gibt rest. es diese kleine Zeit des Friedens hier, wo sie ruhen sollen. So let's go back to the last paragraph of this quote. Gehen wir zum letzten Absatz dieses Zitats. But the beast with lamb-like horns was seen coming up out of the earth. Instead of overthrowing other powers to establish itself, the nation thus represented must arise in territory previously unoccupied and grow up gradually and what? Peacefully. Right? It could not then arise among the crowded and struggling nationalities of the old world, that turbulent sea of peoples and multitudes and nations and tongues. It must be sought in the Western continent. Right? So, okay, Sister White, the Bible says that when you get here, 5 are fallen, right? Die Bibel sagt ja, wenn du hier ankommst, sind 5 gefallen. Because this one right here is 2 kingdoms, right? Denn das Pagan and hier papal. ist ja 2 Königreiche, heidnische Rom und päpstliche Rom. So, 5 are fallen and 1 is, right? 5 sind gefallen und einer ist dann hier. So, the 1 is, and that's what puts John right here, right? Das eine ist, und das markiert also Johannes ja dann hier an der finalen Untersuchung. It's marking the what? Markiert was? The second advent. Markiert die Wiederkunft. In the sense that it's now marking this, where you're filled with the Holy Spirit, the baptism that Christ had, right? Also in dem Sinne, dass du jetzt erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, das ist ja die Taufe, die Christus hier in der Wegmarke hatte. Okay, so my question is to you, can I take this now, all this right here, put it here? Could you put the 4 seals there and have him standing there? Also meine Frage ist, könnte man jetzt all das hier nehmen, was wir jetzt hier in der finalen Untersuchung markiert haben und dieser Zeit, und das dann hier anwenden und sozusagen sagen, hier ist jetzt, wo die es hier sehend? I don't remember now. Could you have him standing there? Also könnte Johannes jetzt hier stehen, hat man also hier diese 4 Tiere und 4 Siegel und so weiter. No, right? Nein. There's no, okay, this is the type, right? But let's take this one. Could I put him here? Also das ist der Typus, aber lass uns jetzt hier den Antitypus betrachten. Könnte ich Johannes hier hinsetzen? No, right? These things No. have got a specific place, right? Also diese Geschichten hier haben einen bestimmten Platz. So, the 5th seal, so you have 4 seals, right? And then you have this 5th, right? Also wir haben die ersten 4 Siegel, dann hier das 5. Siegel. But what's the principle here that we see here? When the 6th comes, Was ist das Prinzip hier beim 6., was wir auch hier sehen können? Just repeat.
dealing with the seals, right? What's the principle that we see here when you get to the sixth seal? Was ist das Prinzip, was wir bereits hier sehen können, was dann hier beim 6. Siegel auch dargestellt ist? Hold the winds. No, the winds are held. Die Winde werden gehalten. The sixth one, when you look at the sixth seal, what is it a representation of? Wenn du dir das 6. Siegel anschaust, was stellt es dar? The what's that? Yeah, the literal second coming of Christ, and the plagues are going to smash the whole earth up, right? Also die Wiederkunft Christi und wie die Plagen letztendlich die Welt zerstören. Okay, so what does it say? Hold, 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 right? Aber was sagt es hier? Haltet, 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 haltet. Until the servants of God are sealed, right? Bis die Knechte Gottes an den Stirnen versiegelt sind. So what you have is these four, right, repeating in here. Deswegen, was wir haben, ist also diese ersten 4 Siegel wiederholen sich hier vom Prinzip auch in dieser Krise. Because the sixth that comes here is held until the servants of God are sealed, right? Denn das 6., was hier aufgeht, wird festgehalten, bis letztendlich die Knechte Gottes an den Stirnen versiegelt sind. And the sixth is the seventh. And this is basically the same thing. Das 6. Siegel ist auch das 7., es ist letztendlich, ja, beschreibt beides die Wiederkunft. Okay, so now, so when we take the big fractal, right? Und wenn wir uns das große Fraktal hier anschauen, The 1260 takes us to the time of the end, right? da bringt uns die 1260 hier bis zur Zeit des Endes. Deadly wound, Tödliche Wunde, right? richtig? So this time of trouble comes to an end, and it's now marking a time of peace. Deswegen diese Zeit der Trübsal, sie kommt jetzt hier zu einem Ende und markiert jetzt hier eine Zeit des Friedens. So according to this quote, who's rising there? Gemäß diesem Zitat, wer kommt jetzt hier auf? The United States, right? Die USA. It's rising in this time of peace. What's it rising to? Und sie steigt jetzt hier in dieser Zeit des Friedens auf und wohingehend wächst sie? It's rising to a place of great prosperity, right? Und sie steigt jetzt auf hin zu einem großen Wohlstand. And when it reaches its highest height, it becomes proud and cruel oppressor. Und wenn es an dem größten Höhepunkt angekommen ist, wird es zu diesem stolzen, grausamen Unterdrücker. Okay, so the point is, this right here would you be able to put it there? Die Frage ist jetzt, das, was wir hier markiert haben, können wir das auch hier hinsetzen? Yes, because what has to happen here? Ja, denn was muss hier passieren? Pharaoh, right, becomes a cruel and proud oppressor. Hier muss die USA ja auch zu einem stolzen, grausamen Unterdrücker werden, denn das ist dargestellt durch Pharao. Because we know Nebuchadnezzar and Pharaoh, they're the same entity, right? Denn wir verstehen ja, Nebukadnezar und Pharao ist dieselbe Entität. So we know that Nebuchadnezzar becomes this cruel and proud oppressor 2 times. Deswegen, wir sehen also, Nebukadnezar wird zweimal dieser stolze und grausame Unterdrücker werden. Okay, so what's it teaching us about this point right here? Was lehrt uns das dann folglich über diesen Punkt hier, dem zivilen Sonntagsgesetz? Okay, let me ask oh, yes, it's time event, but that's not the point. For instance, when we go to the book of Jonah, right? Zum Beispiel, wenn wir zum Buch Jona kommen, Here we've got the coronavirus, right? haben wir hier zum Beispiel das Coronavirus. Right, and we know that it's going to return, right? Wir verstehen, dass es auch wiederkommen wird. And this is sort of prefiguring 2 times of trouble so that we know where we are going through the type, right? Und das schattet in einer Art und Weise diese 2 Zeiten der Trübsal voraus, um letztendlich zu verstehen, wo wir uns in der Zeit befinden. So if we take if we were to go to, let's go to the book of Jonah. Wenn wir jetzt zum Buch Jona gehen, and go to chapter
actually in chapter 1. Okay, that's the point, yes. Where do we apply chapter 1? What's taking place there? Wo wenden wir Kapitel 1 hier an in Jona? Was findet hier statt? This is the 2 times of trouble, but on a much smaller scale, right? Das sind ja diese 2 Zeiten der Trübsal einfach nur auf einer geringeren Ebene. So where does this begin? Wo fing das an? Okay, okay, perfectly here, right, in the Sunday law crisis. Also im perfekten Sinne hier Mitternachtsrufe in der Sonntagsgesetzkrise. Right, Jonas gets his test, then he gets past his test, he gets thrown in as a little time of peace, and then he's in the belly, right? Also Jonas in seinem, auf dem Schiff, dann ist er in seinem Test und dann wird er ins Meer geworfen und dann kommt er in den Bauch des Fisches. But verse 5 Aber Vers 5 hier. says, Then the mariners were afraid and cried every man unto his God and cast forth the wares that were in the ship into the sea to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship and he lay and was fast asleep. What's happening? Was passiert hier in Vers 5? No. You just read one part of it. What's happening in this, what we just read? Was passiert hier in diesem Vers? Was Yes, there's a financial meltdown. How do we know gibt hier that? ein Finanzcrash und wie wissen wir das? Because the ships, right? Weil die Schiffe ja ein Symbol für Wirtschaft sind. Okay, and I think it's Ezekiel 27 marks all these ships. They are the merchants of the earth, right? Und Ezekiel 27 markiert ja die ganzen Schiffe, diese Händler der Welt. And when you get to the end right here, what are they doing? Und wenn du hier zum Ende kommst, was tun sie hier? They are weeping and mourning and lamenting because she's been brought down, right? Sie weinen und klagen und rufen, weil Tyros oder Papsttum hier runtergebracht worden ist. Right? So it's telling us that this time is a time of that this is great financial crash is about to take place, right? Das sagt uns, dass also diese Zeit eine Zeit ist, wo ein großer Finanzcrash stattfinden wird. Okay, so would we take because this is marking where the papacy gets a deadly wound, right? Und das markiert ja jetzt hier den Punkt, wo das Papsttum die Todeswunde erhält. Paralleled with when Cestius hastes away. Und das würde man hier parallel setzen können, hier wo Cestius wegflieht. So you've got these 2 parallel things, if you look them line upon line, right? Also man hätte diese beiden parallelen Ereignisse hier Linie auf Linie, But they're 2 completely different events. aber es sind 2 voneinander unterschiedliche Ereignisse. You're not taking Cestius and have him hastening away here, right? And you're not taking the Pope and putting him with a deadly wound here. Wir würden nicht Cestius jetzt hier in der Darstellung nehmen, dass er hier wegflieht, und wir würden dann nicht den Papst nehmen, dass er hier seine Todeswunde erhält. But they both teach the same principle, right? Aber beide lehren dasselbe Prinzip. Because they both lead to a little time of peace, right? Denn beide führen letztendlich zu einer kleinen Zeit des Friedens. So the question is, are we taking the United States prospering in this time and putting it in here? Deswegen die Frage ist jetzt, dieses Konzept, dass die USA hier zum Wohlstand kommt, könnten wir das dann auch hier reinsetzen? A certain way, yes. Not fully, no. A certain way, yes, not fully, no. Where's give me some Bible for that. Well, if the coronavirus, for example, is what's causing them to have financial struggles, then a little time of peace is obviously allowing them to sort of like regather themselves. So in that sense, it's like it's not marking the perfect fulfillment. But that's not what I'm asking, and you might be right about that. But I'm asking, is it allowing us to mark the USA
Right, that's what's marking. It's marking specifically the USA, or is it just a principle that that when the little time of peace comes, there's a time of prosperity, right? Also die Frage ist letztendlich, können wir hier besonders die USA nehmen und dann hier auch reinsetzen? Oder ist es vielmehr das Prinzip einfach, dass generell in einer Kleinzeit des Friedens dann Wohlstand wieder aufgebaut werden kann? It's the principle, right? Das ist letztendlich das Prinzip. Meant whether the USA will prosper from midnight to the midnight cry. Yes. What I'm saying, you can't take this prophecy and put it there, right? Also der Punkt, den ich machen möchte, ist, man kann nicht die Weissagung nehmen und hier reinsetzen. But I would agree that probably principally, but there must be something that shows us that, right? We have Aber to ich find würde another- tendieren dazu zuzustimmen, dass man zumindest das Prinzip dann sehen kann, dass die USA hier auch zum Wohlstand kommt, zu einem gewissen Maß. Now I want to show something, right? So we read these quotes. If you go down, where is it? Maybe I've gone past it already. No. It's on page. It's on the bottom of page 4. Am Ende von Seite 4. So, Great Controversy 611, right? Das war das große Kampf 611. The angel who unites in the proclamation of the third angel's message is to lighten the whole earth with its glory. Right? So it says a work of worldwide extent and unwanted power is here foretold. The Advent movement of 1840 to 1844 was a glorious manifestation of the power of God. So if you just take this as the reform line, right? Also wenn wir das hier einfach nur als die Reformlinie nehmen würden, This would be August 11th, 1840, dann right? wäre das hier der 11. August 1840. Now, we know that this is the cross, right? Und wir verstehen, dass das hier das Kreuz ist. Okay, just like when you come to the smaller fractal, this is the cross, right? Genauso wie wenn wir zum kleineren Fraktal kommen würden, dann wäre das jeweils das Kreuz. It's the Sunday law crisis, right? Das ist die Sonntagsgesetzkrise. Okay, so you've got to pick up your cross and follow Christ through these two times of trouble here, right? Wo du dann ein Kreuz auf dich nehmen musst und dann durch diese zwei Zeiten der Trübsal gehen musst. Okay, so what's my point? What's my point? Okay, so can we take? And then now this is where it becomes more difficult. This is the seven thunders right here. Both of them are marking the same thing, right? Also beide Sonntagsgesetze markieren ja jeweils die 7 Donner. The 1260 is an illustration of the seven thunders, Die right? 1260 ist also eine Darstellung der 7 Donner. Like for instance, from here, from the time of the end to the closed door is the seven thunders, Zum Beispiel hier von der Zeit des Endes bis zur geschlossenen Tür sind die 7 Donner. right? And it's a time of trouble. It's marked by this 1260. Und es ist eine Zeit der Trübsal, es ist markiert durch eine 1260. Okay, now, so when you look at this quote we read about the papacy, it rules for 1260 years, then it gets its deadly wound, right? Wenn wir uns das Zitat anschauen über das Papst und es regiert für 1260 und dann bekommt es eine Todeswunde. So when you come to 1798, what's it now beginning? Deswegen, wenn wir zu 1798 kommen, was fängt dort an? The seven thunders, right? 7 Donner. From 1798 to 1844. Und zwar von 1798 bis 1844. What happened on October 22nd, 1844? Und was passiert am 22. Oktober 1844? Investigative judgment, right? Ein Untersuchungsgericht. So what do you have from here to here? Also was haben wir folglich von hier bis hier?
1798 to 1844. 1798 bis 1844. Because this is marking the investigative judgment, right? Denn das markiert ja hier das Untersuchungsgericht. I can't do it on this one, but you can do it on the smaller one, right here. Also ich kann das jetzt hier nicht auf den größeren wirklich so anwenden, aber zumindest hier auf dem kleineren Fraktal. Okay, so that's where I have some difficulties, right? You see, because we definitely know, we put it in place because we had the other fractal underneath here, right? That this is 1840 to 1844, glorious manifestation of the power of God, right? Also das ist ja letztendlich 1840 bis 1844 diese herrliche Manifestation der Macht Gottes. Did the Millerites preach their message any time of peace? Haben die Milleriten ihre Botschaft in einer Zeit des Friedens verkündigt? Yes, the 1790 1844 was the time of peace. Sister White talks about it, right? 1798 bis 1844 war eine Zeit des Friedens. Ellen White spricht darüber. During time of peace. Also Were they in went to war. from 1798 to 1844? Were they in the middle of a war? There was No. a war over the war. No, There no. were I'm wars. talking the Millerites. Were they in a time of trouble? Die Milleriten, waren sie in einer Zeit der Trübsal? No, Nein. right? What about Christ when he preached from his birth to the cross? Was war mit Christus, als er von der Geburt bis zum Kreuz gepredigt No, hat? it was a time of peace, right? Es war eine Zeit des Friedens. Okay, so we marked here the other day the birth of Christ, right? Wir haben ja hier den anderen Tag diese Geburt des Christus hier And it markiert. takes you to the cross, Und das bringt dich zum Kreuz. right here. So, because here you have the fifth day, the fourth month, where the glory of Ezekiel is manifested, right? Denn hier haben wir den 5. Tag des 4. Monats, wo die Herrlichkeit im Hesekiel manifestiert wird. Okay, so the point is that what I want us to see is that in this time period here, you have the gospel being preached, the seven thunders, in a time of peace. Also der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass hier in dieser Zeit hast du das Evangelium in einer Zeit des Friedens verkündigt. Und das sind die 7 Donner. So, but okay, I got another. For instance, we know. How do we know where the investigative judgment of the living begins? Woher wissen wir, wo das Untersuchungsgericht an den Lebenden anfängt? This is parallel with the investigative judgment in 1844. Okay, that might be true, but how do we know where it begins on our of what? Sorry. Parable of the ten virgins, when do we come? Okay, what about the parable of the Also ten das virgins? Gleichnis der 10 Jungfrauen, wenn die Jungfrauen aufwachen. Aber was ist damit noch genau? How have we proved? Characters. It's the day of atonement. Okay, Führer, please expand. Also wenn der Characters reveal what- Charakter offenbart wird. Okay, Matthew 22. Das ist Matthäus 22. She Wenn says der Matthew König 22 reinkommt. is the investigative judgment, right? Ellen White sagt ja, Matthäus 22 ist das Untersuchungsgericht. Okay, so when the king came in, all character was revealed, right? Denn als der König reinkam, da wurde jeglicher Charakter offenbart. And then you have this other quote. It's not Spalding again. It's Youth Instructor, right? Dann haben wir noch dieses andere Zitat aus dem Youth Instructor. And they pinpointed right there at this point at the midnight cry, right? Und dort setzt Ellen White das genau hier an dem Mitternachtsruf, wo der König reinkommt. So, my question, right? Okay, let's do it this way. So it's always plagued my mind this, right? When you come to Job, for instance, right? Also wenn wir zum Beispiel zu Hiob kommen. Job is represented somebody who's tested twice under the Sunday law crisis, right? Also Hiob stellt jemand dar, der zweifach unter der Sonntagsgesetzkrise geprüft So wird. here you have the Sunday law crisis. You got Job's first test, Job's second test, right? Also hier haben wir die Sonntagsgesetzkrise, Hiobs erster Test, Hiobs zweiter Test.
So when Satan comes down here to test Job, right? If he fails the test, what would he receive? Also wenn Satan hier runterkommt, um Hiob zu testen, wenn Hiob diesen Test hier nicht bestehen würde, was würde er erhalten? Mark of the Beast. The mark of the beast, right? Das Mahlzeichen des Tieres. Because the seal of God is something you receive when you're obedient to all of God's commandments, right? Das Siegel Gottes ist etwas, was du erhältst, wenn du allen Geboten Gottes gegenüber gehorsam bist. And we also know that the seal of God is a settling into the truth, intellectually and spiritually, that you can't be moved when you come to this last shaking. The shaking happens right here, right? Wir wissen, dass das Siegel Gottes ja auch ein gegründet werden ist, sowohl intellektuell als auch geistlich, dass du nicht mehr verrückt werden kannst, wenn die Erschütterung kommt, nämlich hier. So my question is, why are we only being investigated here and not here? Also meine Frage ist, die ich mir stelle, ist, warum werden wir nur hier untersucht, aber hier nicht? And look, I just got a thought for you. Go to Revelation 11. Gehen wir zur Offenbarung Kapitel 11. Verse 1. Offenbarung 11, Vers 1. It says, There was given me a reed like unto a rod, and the angel stood, saying, Rise and measure the temple of God and the altar and them that worship therein. What is this a representation of? Was stellt das hier dar? Vers 1. Yes, you're being investigated, right? In which time period? Du wirst untersucht, aber in welcher Zeit? Right, in this time period, right? Also in dieser 1260 hier. Specifically talking about the 12th, the Sunday law crisis, right? Und das spricht über diese 1260, die Sonntagsgesetzkrise. In this chapter, it leads you to the second time of trouble in Job, when the two witnesses get delivered up, right? Und in diesem Kapitel führt dich das ja auch zur zweiten Zeit der Trübsal, nämlich zum zweiten Test von Hiob, wo du nämlich hier ausgeliefert wirst. In verse 7, Vers 7. right? So, chapter 11 is the 1260, but it also, in that time period, it incorporates the two tests, right, that Job has to go through, right? Also Kapitel 11 markiert diese 1260, aber es beinhaltet auch die zwei Tests, die Hiob durchstehen muss. But right at the beginning there, it marks you're being measured. Aber ganz am Anfang markiert es hier, dass du gemessen wirst. What is the measure? What's measuring you? Und was misst dich? The flying roll, right? The Bible. Die fliegende Buchrolle, die Bibel. So the books are what? Opened. Deswegen, die Bücher sind geöffnet. And this is what I'm saying, right? 1840 to 1844 is a glorious manifestation of the power of God. It was done in a time of peace. Deswegen, das, was ich sagen möchte hier von 1840 bis 1844 war eine herrliche Manifestation der Macht Gottes. Es war in einer Zeit des Friedens. Also, this is also 1798 to 1844. Aber das ist auch 1798 bis 1844. It's the birth of Christ to the cross. Es ist die Geburt von Christus bis hin zum Kreuz. It's the baptism of Christ to the cross. Und es ist auch die Taufe Christi hin zum Kreuz. It's all marking where you have this people filled with the glory of God doing something any time of peace before the time of crisis comes, right? Markiert jeweils hier Gottes Volk, die erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, die hier ein Werk tun, bevor die Krise kommt. Okay, now go back up. We'll read this last quote. Und lass uns noch das letzte Zitat lesen. Bottom of page 2. Das war Ende von Seite 2. It says, the work which the church has failed to do in a time of peace and what? Prosperity. Also das Werk, was die Gemeinde nicht getan hat in einer Zeit des Friedens und des Wohlstandes. So we can see that this is this time of peace and prosperity. Deswegen, wir Right? sehen hier, dass das also eine Zeit des Friedens und des Wohlstandes ist. Yes, she will have to do in a terrible crisis. Now, we mark the midnight cry as a crisis, right? Wir markieren ja den Mitternachtsruf als eine Krise, richtig? But what's also a crisis, according to this? Aber was ist auch eine Krise gemäß diesem Zitat hier? The Sunday law, right? Das Sonntagsgesetz.
under most discouraging and forbidden circumstances. The warnings that worldly conformity has silenced or withheld must be given under the fiercest opposition from the enemies of the faith. And at that time, the superficial conservative class whose influence has steadily retarded the progress of the work will renounce the faith and take their stand with its avowed enemies. And that happens twice, right? Here and here, Das passiert zweifach, nämlich einmal am Anfang und einmal dann hier im Mitternachtsruf. right? Two groups of false prophets. Zwei Gruppen der falschen Propheten. These apostates will then manifest the most bitter enmity, doing all in their power to oppress and malign their former brethren, and to excite indignation against them. This day is just before us. The members of the church will individually be tested and proved. They will be placed in circumstances where they'll be forced to bear witness for the truth. Many will be called to speak before councils and courts of justice, perhaps separately and alone. So she's talking about this whole thing is a time of crisis, right? Er sagt hier, die gesamte Sonntagsgesetzzeit ist eine Zeit der Krise. So peace and prosperity followed by a time of crisis. And all those things written in there will happen in this time period, right? Also Frieden und Wohlstand wird gefolgt von einer Zeit der Krise und all das, was sie hier geschrieben hat, wird sich dann in der Sonntagsgesetzkrise erfüllen. So, can it be, right, if you were to take this is the whole fractal, right? Parable of the 10 virgins. Also wenn wir das hier, das ganze Fraktal nehmen würden, Gleichnis der 10 Jungfrauen. Where do the virgins go forth? Wo fangen die Jungfrauen an loszugehen? Always Here, right? An der finalen Untersuchung. Okay, it is for this group, but if we're taking the whole line, right? This is not the final review. Just get my point. The Also, final review is at the end, Wenn wir right? die gesamte Linie betrachten, dann würde das Ende der Finaluntersuchung sein, also hier der 11. August 1840. Okay, and August 11th, 1840 marks where the virgins, where the glorious manifestation of the power of God begins. The virgins are going forth, right? 11. August 1840 markiert ja den Punkt, wo jetzt die herrliche Manifestation der Macht Gottes stattfindet und die Jungfrauen losgehen. What does the parable of the 10 virgins show us when you get to this point? Und was lehrt uns das Gleichnis der 10 Jungfrauen, wenn wir hier zu diesem Punkt kommen? There's a separation of two classes, right? Also, da gab es dann eine Trennung von zwei Gruppen am 19. April. And then it repeats right here, right? Und dann wiederholt sich das dann hier Okay, im Mitternachtsruf. so can it be, right, that this first group where the virgins are separating, if you were to take that, it would just be paralleling this, right? Also wenn wir das untereinander setzen würden, dann wäre das eine Parallele hier mit dem Mitternachtsruf. Can it be that Revelation 11 is showing us that the investigative judgment at the beginning begins here and not just here? Kann es sein, dass Offenbarung 11 uns zeigt, dass das Untersuchungsgericht an den Lebenden schon hier im Sonntagsgesetz anfängt und nicht erst hier im Mitternachtsruf? After all that, you're asking me why? Because this is the seven thunders, right? This shows the exact same. If this is the seven thunders, it's the parable of the 10 virgins, right? Also wenn das hier die 7 Donner ist, dann ist das ja auch hier das Gleichnis der 10 Jungfrauen. That's where the virgins go forth. Und das ist auch, wo die Jungfrauen vorwärts gehen. That's the first separation. Das ist die erste Trennung. And then you have another smaller fractal in there where you would have another separation, the second one, right? Und dann haben wir noch das kleine Fraktal, wo du eine weitere Trennung hast. Okay, so my point is that I mean, Sister White has this quote, right? Where she comments on here Revelation 11. Yes. She says, who will stand in the day of investigation? This does not mean the time when the books are opened. It is a preparatory work. And then it says, for he is like the refiner's fire and like a fuller's soap. To those who have felt unconcerned, the Spirit comes as a reprover and shows them that they need to do something to cleanse the temple. He investigates the temple and the worshippers thereof.
So in this sense, she says it's the time when the books are not open. It's like an investigation. The books are not open. Okay, but that's a contradiction. We have to look at that, right? So I'm not fussed away. I'm only because when you come here, right, you have the end of the 1260. The United States rises in a time of peace and prosperity. Also wir kommen ja hier zum Ende der 1260. Die USA kommt hier auf in einer Zeit des Wohlstandes und des Friedens. And I was shown yesterday that right here you have the birth of Christ. Und gestern haben wir gesehen, dass wir hier die Geburt Christi auch markiert haben. You also have 1798, Auch 1798. both the time of the end, Beide markieren die Zeit des Endes. leads to the cross, Und das bringt dich zum Kreuz. right? And it's 1840 to 1844, glorious manifestation of the power of God. Und das ist 1840 bis 1844 die herrliche Manifestation der Macht Gottes. So we know that 1844 marks the beginning of the investigative judgment. Und wir wissen ja auch, dass 1844 den Anfang des Untersuchungsgerichts markiert. So I'm left with all these dilemmas because it's easy to take it and put it down at this level or this level here. Es ist einfach, das zu nehmen und auf diese kleine Ebene zu projizieren. Okay, one last thought. If we have to put this in place here, right, the 9th hour, right? Und wenn wir jetzt hier noch die 9. Stunde markieren würden, You've got, this is a 1260, right? dann wäre das ja hier eine 1260. Yes? Richtig? And is this the 7 thunders from here to here? Und sind das die 7 Donner von hier bis hier? Yes, right? So you have it down here at that level. All I'm doing is saying that you also have it in there, but the difference is time. Take it beforehand, right? So let's take this in principle, right? What is this? Was ist das hier? 1260 takes you to the time of the end, right? 60, das würde ich zur Zeit des Endes bringen. Right? Richtig? So then you have this time of peace and prosperity takes you to the investigative judgment. Und da hätte man die Zeit des Friedens und des Wohlstandes und das bringt dich zum Untersuchungsgericht. Okay. So it's always bugged me why can you receive the mark of the beast here in Job's first test, but it's only in the second one where you're being investigated? It doesn't make sense to me. Die Frage, die ich mir oft gestellt habe, ist, warum kannst du hier in Hiobs ersten Test schon das Malzeichen des Tieres bekommen, aber du bist nur in der zweiten Phase dann im Untersuchungsgericht? And it tells us very clearly in Revelation 11 that you've been measured with a rod, and the rod is the Bible, which has been opened, because you can't measure you with a closed Bible, right? Und in Offenbarung 11 sagt es uns, dass du mit diesem Stab gemessen wirst und letztendlich dieser Stab ist die Bibel und du kannst nicht mit einem geschlossenen Buch gemessen werden. Okay, so those are my thoughts. We need to look at it closely. If it's wrong, then I've got no problem. I just want to make sure that we're understanding these things correctly. Also das sind jetzt so meine Gedanken gewesen und die müssen wir jetzt genau anschauen. Falls ich falsch liege, dann müssen wir das halt korrigieren. Aber wie gesagt, das sind Sachen, die wir jetzt genau betrachten müssen. So the only reason that I'm doing this is because we're saying we're down here, right? Also wir sind jetzt hier, Which is typifying this, was das hier vorausschattet. and we're saying that there's a prediction right here of Islam striking, right? Und wir sagen, es gibt eine Vorhersage hier, dass der Islam hier zuschlagen I mean, wird. it's only at this moment it's only a thought because we have to prove it, right? Und momentan ist das ja noch einfach nur ein Gedanke, den wir erst noch beweisen müssen. But if you take the big fractal, John is here, August 11, 49, 11 and all that, they're here, right? Wenn wir das Großfraktal anschauen, dann ist ja Johannes hier und der 11. August und der 11. September und all diese Sachen sind hier. It's marking where the buildings come down, it's marking the deadly wound. Es markiert hier, wo die Gebäude runterkommen und auch wo es die Todeswunde gibt. What's the justification for us taking this and making it there, Und was ist die Rechtfertigung, das dann zu nehmen und dann hier hin zu platzieren? right? This is what happens when we bring them line upon line. We try to put the same things, and I'm showing, is it just something principally
something different but showing the same principle, right? Or is it the same thing? Also ist es halt, ist es dasselbe oder ist es einfach vom Prinzip her das Ähnliche, aber ein anderes Ereignis? So we're all like Ezekiel at the moment, looking at these lines, wheels within wheels, and it's confusing, right? Wir sind momentan ein bisschen wie Hesekiel. Wir schauen uns diese Räder in den Rädern an und es ist erstmal verwirrend. But the more that Ezekiel looked at it, it all became clear in his mind, right? Aber je mehr Hesekiel sich das angeschaut hat, desto klarer wurde es in seinem Verstand. Okay, so I've left you some food for thought. We need to come Also to ich- correct conclusions on these things, Ich right? habe euch ein bisschen Gedankennahrung hinterlassen und wir müssen zur richtigen Schlussfolgerung in dieser Sache kommen. Okay, let's close it. Lass uns mit Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, I thank you for your word. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort Lord, please help us today with our duties. und bitte hilf uns heute mit unseren Pflichten. Please give us holy joy and the spirit of meekness. Und bitte gib uns heilige Freude und den Geist der Sanftmut. And please bless also our brethren and sisters. Und bitte segne auch unsere Geschwister. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Um,